Du arbeitest den ganzen Tag durch und machst am Abend nochmal kurz deine E-Mail-Inbox auf und da ist sie wieder. Die E-Mail von deinem Dienstleister mit der Rechnung als PDF im Anhang. Und du denkst dir, so wie immer eigentlich, ach, das mache ich morgen früh. Und 3 Wochen später ist diese E-Mail vergraben unter 127 anderen E-Mails. Und wenn du denn deine Buchhaltung machst, wunderst du dich, warum du denn schon wieder so viel zahlen musst. Du hattest doch eigentlich Ausgaben. Wenn du diese Situation kennst und wenn du dich vielleicht gerade ein bisschen ertappt fühlst, dann bist du definitiv nicht alleine. Genau dieses Muster sehe ich bei mir selbst, sehe ich aber auch bei so vielen Mandanten, mit denen ich jeden Tag zu tun habe. Und das eigentlich Spannende ist, das Ganze hat einen ganz konkreten Grund und der hat nichts mit Disziplin oder Faulheit zu tun. Aber er kostet dich jedes Jahr unglaublich viel Geld, also Hunderte oder Tausende Euro. Und in diesem Video schauen wir uns einmal an, wie du dich aus dieser Aufschieberitis befreien kannst. Und anfangen möchte ich mit einem Punkt, den ganz viele Leute unterschätzen. Aufschieben kostet dich richtig viel Geld. Und ich meine das ganz konkret. Wenn deine Eingangsrechnung wochenlang bei dir in der E-Mail-Inbox übernachtet und du deine Stripe-Auszahlung, die du vielleicht bekommst, nicht zeitnah verbuchst und irgendwelche Rechnungen, die du automatisch bekommst, die im Spam-Ordner landest oder die in irgendwelchen Online-Portalen sind, von denen du sie runterladen müsstest, dann kannst du die Vorsteuer einfach nicht geltend machen. Denn die Umsatzsteuer aus deinen Eingangsrechnungen, also den Rechnungen, die du bekommst, die kannst du dir 1:1 vom Finanzamt wiederholen und das verpasst du dann. Und außerdem kannst du natürlich Kosten, die du nicht nachweisen kannst, weil du die Belege nicht hast, nicht absetzen. Das heißt, sie reduzieren nicht deinen Gewinn und reduzieren damit auch nicht deine Steuerlast. Dazu kommen noch Verspätungszuschläge bei deinen Steuererklärungen oder wenn das Finanzamt mal wieder schätzen muss. In der Regel schätzen sie nicht zugunsten der Selbstständigen, sondern eher zu ihren eigenen Gunsten. Und natürlich auch Mahngebühren von Lieferanten und Dienstleistern, deren E-Mails dir dann irgendwann mal wieder durchgerutscht sind. Und das sind auch alles nur die direkten Kosten, die du hast. Indirekt kostet dich das Aufschieben sogar noch viel mehr, weil du strategische Entscheidungen ohne aktuelle Zahlen triffst. Und jetzt kommt was, das mir besonders wichtig ist. Das hat nichts mit Faulheit zu tun. Ich kenne viele, viele Selbstständige, denen es so geht und die sind alles andere als faul. Das heißt, das Ganze hat nichts mit Disziplin oder Motivation oder ob man Zahlenmensch ist und so weiter zu tun, sondern es hat ganz andere Gründe. Und was das ist, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Stell dir vor, du willst eine einzige Rechnung in Lexware Office beispielsweise einbuchen und diese PDF ist in einer E-Mail. Du musst also die E-Mail öffnen, das PDF herunterladen, dann musst du dein Buchhaltungsprogramm öffnen, öffnest Lexware Office beispielsweise, du musst das PDF aus der E-Mail herunterladen, in das Buchhaltungsprogramm wechseln, den Beleg hochladen, dann musst du dir überlegen, welches denn das richtige Buchungskonto ist, vielleicht nochmal recherchieren, das zuordnen, musst die Umsatzsteuersatz zuordnen, eventuell den Lieferanten nochmal neu anlegen, teilweise musst du die Umsatzsteuer-ID überprüfen, in welchen Fällen eigentlich genau und dann musst du das Ganze abspeichern. Das ist ein System mit so 8 bis 12 Klicks, je nachdem, pro Beleg. Und wenn du im Monat beispielsweise 80 Rechnungen hast, dann sind das fast 1000 Klicks. Und genau das vermeidet dein Gehirn ganz automatisch. Und das hat auch nichts mit dem Charakter zu tun. Das ist einfach Energieökonomie. Die Lösung ist also nicht, dich noch mehr zu zwingen und dich noch mehr selbst zu geißeln, sondern einfach die Anzahl der Klicks erheblich zu reduzieren. Denn Aufschieben entsteht im Kern eigentlich aus 2 Gründen. Und die beiden liegen nicht beim Menschen, sondern bei der Aufgabe an sich. Und der erste Grund, und das ist bei der Buchhaltung ja der prägende Grund bei den allermeisten, ist Unsicherheit. Du sitzt nämlich vor der Rechnung und überlegst dir dann, ja, die Rechnung kommt jetzt aus Irland. Ist das jetzt Reverse Charge oder nicht? Ist die Rechnung jetzt richtig oder nicht? Und hat das mit Stripe irgendwas zu tun? Musst du das jetzt brutto buchen oder mit Gebühren? Musst du die rausrechnen? Ist das Einbuchungssatz? Musst du das Ganze jetzt aufteilen? Oder du bekommst eine Rechnung von einem Vermittler aus der Schweiz. Gilt dann überhaupt Reverse Charge? Weil war das nicht irgendwas, was nur in Europa galt? Und Schweiz ist ja nicht Europa. Und plötzlich denkst du über die EU nach. Und sobald solche Fragen auftauchen, wird das Thema einfach unangenehm, weil es ist anstrengend und du musst darüber nachdenken und es ist einfach unangenehm, sich damit zu beschäftigen. Und das ist vollkommen normal, dass dein Gehirn dann sagt, das jetzt lieber nicht machen. Und der zweite Grund ist die fehlende Struktur. Wenn du keine Buchhaltungsroutine hast oder diese Buchhaltungsroutine nicht fest einen Platz in deinem Kalender hat, dann musst du dich jede Woche oder jeden Tag neu entscheiden, ob du das Ganze jetzt machst oder morgen machst oder wann war das denn nochmal, wann richtig? Du merkst, man denkt schon sofort wieder drüber nach und es belastet.
bewertet. Und jede dieser Entscheidungen kostet dich Energie. Und was beim digitalen Arbeiten besonders gerne unterschätzt wird, ist die Mathematik des Aufschiebens, nenne ich es mal. Im Digitalen wirkt das auf den ersten Blick erstmal weniger dramatisch, weil sich nirgendwo ein Belegstapel sichtbar vor dir türmt. Das heißt, das Ganze ist ja eigentlich einfacher. Aber das ist eine Täuschung. Wenn du deine Buchhaltung wöchentlich erfasst, brauchst du dafür so 20 bis 30 Minuten, je nach Selbstständigkeit und Geschäftsmodell natürlich. Einmal im Monat sind das schon 2 Stunden. Lässt du das Ganze ein halbes Jahr liegen, sitzt du an einem ganzen Wochenende, um das Ganze wieder aufzuräumen. Und es kommt noch was dazu. Im digitalen Alltag verlierst du Belege einfach viel schneller, als dir wahrscheinlich lieb ist. Mails landen irgendwo im Spam und werden dann automatisch nach 30 Tagen gelöscht oder in irgendwelchen Online-Portalen, bei denen du dann kein Login mehr hast. Lieferanten ändern dann ihre Plattform und dann ist es nicht mehr bei Stripe, sondern bei PayPal. Und die alte URL funktioniert vielleicht nicht mehr. Das Ganze lässt sich nach einer gewissen Frist vielleicht auch nicht mehr so einfach exportieren. Du als Selbstständiger musst das aber irgendwie 10 Jahre aufbewahren. Und im schlimmsten Fall kommt eine Betriebsprüfung und da stellt sich dann heraus, dass du deiner Aufbewahrungsfrist nicht nachgekommen bist. Und genau dann wird Aufschieben richtig teuer, also existenziell teuer, weil das Finanzamt dann in solchen Fällen hinzuschätzen darf. Aber Aufschieben kostet dich nicht nur Geld und Zeit, sondern es kostet dich, wie schon erwähnt, Energie und mentale Klarheit. Und das übersehen wahnsinnig viele. Jede unerledigte Aufgabe, die in deinem Hinterkopf herumgeistert, verbraucht Ressourcen. Du sitzt in einem Termin mit einem Kunden, dem du jetzt deine Dienstleistung verkaufen möchtest. Und im Hintergrund denkst du die ganze Zeit an die Umsatzsteuervoranmeldung, die in 5 Tagen fällig ist, an die Rechnung, an die du noch denken musst und auch an die Rechnung, die du noch schreiben musst. Du gehst abends ins Bett und im Hintergrund hängt immer noch das freundliche Schreiben vom Finanzamt, das du noch nicht beantwortet hast. Du bist im Urlaub. Und im Hintergrund schwirrt immer noch die Buchhaltung, die ja eigentlich fällig ist, aber du bist ja gerade im Urlaub, aber jetzt ist schon wieder der 10. Dein Gehirn führt eine Art Hintergrundliste und es ist wie so eine dunkle Gewitterwolke, die dich verfolgt. Mit allen unerledigten Themen und das kostet dich ständig Konzentration. Und das führt am Ende dazu, dass du dich immer gehetzt fühlst, obwohl du objektiv in dem Moment ja gar nichts machen müsstest. Das heißt, eigentlich wäre für jetzt gerade alles in Ordnung. Aber genau diese mentale Last beschreiben mir wahnsinnig viele Mandanten und ich kenne das ja ehrlicherweise auch aus dem Beginn meiner Selbstständigkeit und das endet in chronischen Stress und das hat den Ursprung fast immer in unerledigten Backoffice-Themen, meistens irgendwie buchhaltungsrelevante Themen. Und damit kommen wir zur Lösung. Die meisten Selbstständigen denken, sie bräuchten beim Thema Buchhaltung oder Steuern irgendwie mehr Disziplin. Sie brauchen irgendeinen Motivationsschub oder vielleicht auch eine andere Buchhaltungs-App oder den besseren Steuerberater. Aber ganz ehrlich, all das bringt dir relativ wenig. Was wirklich funktioniert, ist eine Kombination aus 2 Dingen. Erstens, du reduzierst rein praktisch die Anzahl der Handgriffe, also der Klicks pro Beleg, so radikal wie nur irgendwie möglich. LexOffice hat beispielsweise eine eigene Beleg-Weiterleit-E-Mail-Adresse. Und da kannst du alle Rechnungen, die automatisch in deine Inbox kommen, weiterleiten. Über Weiterleitungsregeln. Das heißt, du musst die nicht mehr anfassen. Zusätzlich gibt es so Tools wie Get My Invoices oder Invoice Fetcher und die ziehen sich die Rechnungen automatisch aus Anbieterportalen wie Telekom, Microsoft, Google, Adobe und so weiter. Und dein Geschäftskonto solltest du verbinden mit deinem Buchhaltungsprogramm und damit ist ehrlicherweise die Hälfte deiner Buchhaltung schon erledigt. Und zwar hast du die Kontoumsätze automatisch da drin und ja, ein Großteil deiner Belege sind automatisch auch schon mal im Buchhaltungsprogramm. Damit geht schon mal nichts mehr verloren, ohne dass du etwas tun musst. Zweitens, du brauchst eine feste Routine im Kalender. Such dir einen festen Tag pro Woche aus und blocke dir 30 Minuten, also wie ein Termin mit dir selbst, dein Date mit deiner Buchhaltung und mach deine Buchhaltung jede Woche zur gleichen Zeit in diesem Termin. Ich persönlich mache das am Freitagnachmittag, so 14, 15 Uhr, da ist mein Kopf schon so halb im Wochenende und es fühlt sich einfach gut an, jetzt auch noch diese ganzen nervigen Hintergrundthemen zu erledigen. Und danach ist wirklich Wochenende. Das heißt, jeden Freitag zwischen 14 und 15 Uhr ist bei mir Buchhaltungszeit. Und danach kann ich es wieder vergessen und auch vor allem davor kann ich es auch vergessen, weil ich immer weiß, Freitag 14 Uhr sitze ich dran und da wird alles erledigt. Außerhalb von dieser Stunde habe ich die ganze Woche Ruhe und damit nichts zu tun. Ich habe immer nur diesen festen Termin und der ist nicht immer spaßig, dieser Termin einmal in der Woche.
aber er sorgt dafür, dass ich in den Rest der Woche mich damit nicht beschäftigen muss. Selbst Fristen vom Finanzamt kann ich komplett ignorieren und immer auf diese halbe Stunde oder eine Stunde schieben, weil das Finanzamt gibt dir niemals eine Frist von 3 oder 4 Tagen. Die Standardfrist beim Finanzamt sind immer 30 Tage. Es reicht also vollkommen aus, dass ich mich nächste Woche Freitag damit beschäftige. Und wenn diese Struktur einmal steht, dann verschwindet dieses ganze Aufschieben praktisch von allein. Also du schiebst es halt auf. Also bei mir jetzt bis Freitag, bei dir vielleicht ein anderer Tag. Und zwar nicht, weil du disziplinierter geworden bist, sondern weil du gar nicht mehr in die Situation kommst, dich jetzt aktiv dazu überwinden zu müssen, es jetzt zu tun. Es ist vollkommen klar, wann du es machst und wie du es machst. Ich würde bis heute sagen, ich bin ein relativ fauler Mensch. Ich habe aber keine Probleme mit dem Finanzamt, weil ich weiß, wie ich funktioniere und weiß, wie ich mich austricksen kann. Und ich hoffe, dieses Video war eine kleine Inspiration für dich, auch irgendwie den Weg so zu finden. Wenn du eine andere Methodik für dich gefunden hast, die funktioniert, dann lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich und wahrscheinlich alle anderen Zuschauer wären dir sehr dankbar, wenn du uns an deinen Erfahrungen teilhaben lässt. Und ansonsten würde ich sagen, abonniert sehr gerne den Kanal. Wenn du noch ein Buchhaltungsprogramm brauchst, dann findest du das unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da findest du auch übrigens meine Kanzlei verlinkt und ich verlinke sie dir gerne auch nochmal hier. Ansonsten schau einfach eins der weiteren Videos an, zum Beispiel das hier oder das hier.